Für mich ging es eigentlich eher darum, meine Ängste zu überwinden oder nicht zu überwinden, sondern da durchzugehen und mich dem mal zu stellen und nicht in meinem goldenen Käfig die ganze Zeit zu sitzen und mich einfach nur in so einem kleinen Kreis zu drehen, sondern mal auszubrechen und einfach mal lernen, mir selber zu vertrauen, ohne dass ich Hilfe im Außen brauche. Hi, mein Name ist Isabel und ich komme ursprünglich aus Baden-Württemberg. Ich habe ziemlich viele und verrückte Ideen. Unter anderem bin ich von einem 500 Quadratmeter großen Holzhaus in einen 2,5 Quadratmeter großen Minicamper gezogen. Das hier ist die Alma. Alma bedeutet auf Spanisch Seele. Die Alma, die hat insgesamt 69 PS und ja, im Durchschnitt bin ich so zwischen 80 und 120 km/h mit ihr unterwegs. Ja, fahre alles nur über Land und ja, mein Vorhaben, das ich hatte, war, dass ich in einer möglichst schnellen Zeit mir einen Camper ausbauen kann. Und deswegen ist es auch dieser kleine Minicamper geworden, weil ich dadurch ja einfach extrem schnell losreisen konnte. Ja, als ich die einmal bekommen habe, musste ich erstmal hier den kompletten Lack putzen, weil die Alma so eine, ja, wie so eine Schutzschicht drüber hatte hier unten, gerade für den Winter, damit die nicht so schnell rostet. Und ja, damit habe ich erstmal angefangen, als ich sie bekommen habe. Und dann habe ich nach und nach ja, die Dinge verändert. Gerade außen habe ich angefangen, vor allem mit dem Fenster oben. Und das war tatsächlich meine allergrößte Herausforderung, ja, ein Loch in die Karosserie reinzubohren. Und ich habe ja eine Woche gebraucht, bis ich mich überhaupt getraut hatte, das Fenster dort einzusetzen bzw. tatsächlich zu bohren. Und ich habe auch noch auf der anderen Seite habe ich auch noch mal ein Loch in die Karosserie gemacht für die CEE-Steckdose. Genau. Und dann habe ich noch das Ganze hier mit einer Außendusche erweitert, weil ich dachte, okay, wenn ich doch auch mal autark stehen möchte im Norden, ich war im Norden unterwegs, dann kann ich mir hier, ja, kann ich das eventuell nutzen. Genau, und dann habe ich mir hier eine Konstruktion gebaut. Das habe ich von der Kermi Komet, nennt sie sich. Sie hat auch einen Piaggio Porter und von ihr habe ich die Idee übernommen. Sie hat auch ein ganz tolles Buch darüber geschrieben, Happiness is Homemade, und da ist genau das mit drinne. Und von ihr habe ich mir das dann abgeguckt. Und weiter oben sieht man hier auch noch ein Solarpanel. Das hat insgesamt 250 Watt und da war ich am Anfang hin und her gerissen, wie ich das Ganze aufbereiten soll. Weil ich ja nicht viel Platz hatte, habe ich das Ganze dann so gelöst, dass ich mir am Ende eine mobile Batterie zugelegt habe und mit der ich das Solarpanel auch unter anderem auch betreiben kann. Nicht nur, ich kann sie auch über die Steckdose, über den Zigarettenanzünder laden und über die normale Steckdose. Ja, ich würde mein Leben als sehr durchwachsen beschreiben. Und ja, ich habe in den letzten Jahren einfach ganz, ganz viele Umbrüche gehabt. Unter anderem hatte ich Panikattacken und Angstzustände und habe dann mein Leben komplett neu sortiert. Und mir sind viele Dinge klar geworden. Unter anderem, dass ich viel zu viel gearbeitet habe und viel zu viel eigentlich gemacht habe für mein Wesen. Für mich war es einfach too much und ich habe davor einfach gar nicht so auf mich geachtet gehabt. Und ja, dann war irgendwann mal für mich die Entscheidung klar, ich möchte mehr in die Natur und auch mehr in der Natur sein und dort am liebsten leben. Ja, und dann war das mit meinem Freund damals, haben wir dann gesagt, okay, wir wollen beide ausziehen und aber auch mal uns komplett von der Umgebung umorientieren.
Und dann haben wir das gemacht und haben eine ziemlich verrückte Aktion, eine Nacht- und Nebelaktion gestartet. Wir sind innerhalb von einer Woche sind wir dann umgezogen in ein 300 Jahre altes denkmalgeschütztes Holzhaus direkt im Wald. Es war weit und breit gar nichts. Und es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, denn ja, einfach Geräusche zu erleben. Ich kann mich noch daran erinnern, das erste Mal, als ein Reh gebellt hat, ich bin fast umgefallen, weil ich gedacht habe, vor Angst, weil ich gedacht habe, okay, was ist das? Ich habe sowas noch nie gehört gehabt. Und ja, das war dann einfach total schön, so diese Sensibilität für die Natur zu bekommen. Und irgendwann mal war es dann aber so, wir haben beide von zu Hause aus gearbeitet online und waren die ganze Zeit aufeinander und haben noch zusammengearbeitet. Und ja, das hat dann einfach nicht mehr so funktioniert. Also wir haben beide gemerkt, oh, das ist eher nur noch belastend, vor allem von der Arbeit halt. Wir sind beide nur noch im Arbeiten und klar, wir leben in der Natur, aber eigentlich haben wir gar nichts von der Natur. Ja, und dann war so die Idee geboren, uns zu minimieren erstmal wieder. Und dann habe ich dort angefangen, oder wir beide, erstmal unsere ganzen Sachen zu verkaufen. Ja, und es hat sich so gut angefühlt. Also am Anfang war es erst so ein bisschen komisch, weil ich eher davor jemand war, wo viel hatte. Und ja, dann halt über die Jahre von der Veränderung ich immer weniger wollte. Ja, und dann war die Idee geboren von dem Minicamper. Also von 500 Quadratmeter habe ich dann beschlossen, ich minimiere mich jetzt so drastisch und möchte jetzt einfach mal das ausprobieren, wie es tatsächlich ist, wenn ich einfach mit weniger Sachen rumreise oder losziehe und wie ich mich fühlen werde, wenn ich halt ja nicht geschminkt bin. Gut, das war ich davor jetzt auch nicht extrem, aber wenn ich nicht rasiert bin, wenn ich ungeduscht bin, wenn ich einfach so richtig schmutzig auch mal bin. Und auch das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, die ich während der Reise machen durfte. Hier geht es zu meinem Vorratsschrank. Den habe ich mir auch abgeschaut von Instagram und zwar von dem Profil Little Olive. Die haben das ja ganz toll präsentiert und dann habe ich gedacht, ja, das brauche ich auch, also baue ich das jetzt einfach mal nach. Und ich hatte eigentlich vor, das Ganze als meinen Klamottenschrank zu verwenden. Und es ist dann aber während der Fahrt tatsächlich so gekommen, dass ich eigentlich immer hier alles gemacht habe. Also sei es Kochen, Essen, habe meine ganzen Vorräte hier gelagert. Und ich hatte auch noch hier so einen kleinen Kocher mit dabei. Gerade wenn ich wandern gehen wollte, habe ich gedacht, okay, ich nehme mir so einen Bärkocher sozusagen mit. Und der war so praktisch, dass ich da einfach fast alles drin gemacht habe. Ja, und ich habe auch versucht, möglichst mit natürlichen Materialien zu arbeiten. Also ich habe meinen Bus von innen sowohl unten als auch hier mit den Materialien, also ja, natürlich gedämmt. Das heißt, ich habe hier Schafs Schafsdämmung ist zum Beispiel im Bus verbaut und hier jetzt die Jurte, genau Kork als Dämmung unten am Boden. Ja, das war mir wichtig, dass ich es möglichst natürlich lasse. Ja, beruflich bin ich seit den letzten 3 Jahren selbstständig unterwegs, online unterwegs und ja, habe ganz viele verschiedene Dinge in den letzten Jahren gemacht. Ja, von Community-Aufbau über Social Media, habe quasi anderen Influencern geholfen, aus ihrer Reichweite Produkte zu basteln, habe die Produkte dahinter gemacht und meistens aber im Gesundheits- und Fitnessbereich, weil ich auch aus dem Bereich komme. Ja, habe dann Podcasts gemacht, E-Books geschrieben, ja, und bin immer mehr so in Richtung Online-Marketing gerutscht. Genau, ich habe angefangen eigentlich mit dem Online-Coaching,
habe andere Menschen begleitet, gesündere Lebensweisen in ihren Alltag zu implementieren, mehr Sport zu treiben, ja, einfach so gewisse Verhaltensmuster, wo vielleicht hinter dem ich möchte abnehmen liegen, auf eine andere Art, auf eine tiefere Ebene aufzulösen. Ja, und dann kam Step by Step einfach immer mehr dazu, sodass ich jetzt momentan Webseiten baue und ich habe so den Drang, alle 3 Monate brauche ich was anderes. Also ich brauche irgendwie eine neue Abwechslung, sonst wird es zu langweilig, zu monoton. Und ich muss sagen, ich liebe diese Online-Arbeit durch die Flexibilität, aber ich liebe auch, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Und ja, und das fehlt mir so ein Stück weit auf der einen Seite. Was ich mir vielleicht für die Zukunft gut vorstellen könnte, wenn ich so ein bisschen ruhiger werde, dass ich mal eine Alm führe. Das könnte ich mir gut vorstellen. Einfach mal, ja, irgendwo hoch in den Bergen die Hütte bewirte. Und ja, und mir ist es auch aufgefallen auf der Reise, dass ich habe irgendwann mal gesagt, für mich wäre das überhaupt nichts zu tun. Für mich ist es wichtig, dass ich was tue, wo ich was mit Leidenschaft mache und wo ich gerne einfach mache. Natürlich gibt es auch Tage, wo ich auch das nicht gerne mache, aber einen Sinn dahinter zu haben, okay, das ist einfach für mich in meiner Welt ein Mehrwert für andere Menschen auch. Ja, und was das jetzt ist, momentan, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ergibt sich auch einfach. Dann kommen wir hier zum zweiten Part sozusagen, dem Hauptpart von der Küche. Ja, das war für mich auch eine richtige Challenge, diese Küche zu konstruieren. Und es hat aber geklappt. Also ich war so stolz hinterher, dass ich das tatsächlich echt alleine hinbekommen habe. Und ja, habe hier auch nochmal so eine einzelne Platte, wo ich dann einen Kochtopf draufstellen kann und mit dem dann koche. Das wäre der hier. Ja, und da hatte ich dann mit dem Kocher und mit dem anderen Kocher zusammen, war das total cool, weil ja, ich gleichzeitig einfach zum Beispiel Reis kochen konnte und hier Linsen. Und dann ist beides einfach gleichzeitig fertig gewesen. Ja, das zur Küche. Ich muss auch noch sagen, fairerhalber, sagt man das so, ist egal, dass ich habe das nicht komplett alleine gemacht, sondern ich habe, bevor ich den Bus angefangen habe auszubauen, bin ich zu einem Schreiner gegangen bei uns im Ort und habe ihn gefragt, ja, ob ich dort das Holz bekommen kann. Ja, und dann waren die so freundlich und nett und haben mir dann auch angeboten, wenn ich irgendwelche Fragen habe, dann darf ich jederzeit fragen. Und die Chance habe ich natürlich genutzt. Ich habe viele Dinge einfach auch nochmal gelernt von den Schreinern, weil ich durfte auch die ganzen Maschinen benutzen. Die Säge durfte ich benutzen, ich durfte die Schleifmaschine benutzen. Und das hat mir wahrscheinlich auch ja, das ermöglicht, dass ich so schnell mit dem Busausbau fertig sein konnte. Und natürlich mit den Skills von den Handwerkern. Ja, ich bin im Frühjahr 2023, um genau zu sein, im April bin ich gestartet und bin ganz alleine gestartet. Das war ja so der Hintergrund hinter dem Ganzen, dass ich Dinge auch mal alleine anpacken möchte, weil ich mich oft in Beziehungen vor allem verloren habe. Also wenn ich einen Partner hatte, ja, habe ich dann doch so meine Wünsche und Träume hinten angestellt und habe dann die Dinge von dem anderen übernommen. Und dann habe ich gesagt, okay, um vor allem auch mal so die Maske von mir abzunehmen und herauszufinden, wer ich wirklich bin, muss ich einfach alleine losgehen. Und das hat mich ziemlich viel Überwindung gekostet, muss ich sagen, weil ich einfach ein ängstlicher Typ bin.
Ja, und dann ging es für mich erstmal zur Eingewöhnung nach Österreich, weil ja, ich habe mal die ersten 6 Lebensjahre, da hatten meine Eltern eine Hütte in Österreich angemietet gehabt. Und da waren wir ganz, ganz oft. Und ja, zu den Menschen dort habe ich noch Kontakt. Und dann war ich erstmal dort und habe mich an das Leben gewöhnt. Ja, ich habe mir das komplett anders vorgestellt, weil es hat die ganze Zeit einfach nur geregnet, als ich dort war. Also es war nicht so ein schöner Start und es war bitterkalt. Ich habe das dann auch durchgezogen, dass ich hier in dem Bus schlafe und es war wirklich sehr, sehr kalt. Ja, und dann bin ich weitergefahren Richtung Tschechien, über Polen, über Litauen, Lettland, Estland, Finnland, nach Schweden rüber. Dort in Schweden, von Schweden bin ich nach Norwegen weiter. Dort habe ich dann die Fahrradtour gemacht. Also ich habe dann in Narvik die Alma gelassen und bin dann, ich glaube 600 Kilometer waren es, von dem Punkt ans Nordkap gefahren. Und dann wieder Norwegen runter, zurück Richtung über Dänemark nach Deutschland. Was ich auch total wichtig finde, ich habe mir überlegt, wie mache ich das mit dem Wasser? Und ich habe dann hier so einen tollen, schmalen Kanister gefunden. Allerdings war das dann so, der ist jetzt momentan nicht befüllt, weil der hier undicht ist. Und dann ist mir hier das Wasser ständig rausgelaufen und hat hier so ein bisschen den Boden aufgeschwemmt. Ja, deswegen ja, muss da einfach eine andere Alternative her. Am besten, ja, da gibt es auch Kanister mit einem Ventil hier oben und das würde sich dann wahrscheinlich besser anbieten für den Fall. Ansonsten habe ich hier auch noch so ein bisschen Stauraum. Ja, genau, da habe ich auch noch meine Wandersachen drin. Also ich habe da noch ein Zelt und eine Luma drin, weil gerade im Norden, gerade auf den Lofoten, das war immer mein Traum, dass ich dort einfach mal zelte und ja, da ist ja das Jedermannsrecht und das wollte ich ausprobieren und habe das auch gemacht. Ich habe dann gezeltet, auch während meiner Fahrradtour hatte ich das Zelt dabei und ja, das hat wunderbar geklappt. Ja. 2019 habe ich die erste Fahrradtour alleine gestartet. Da bin ich von mir zu Hause in Baden-Württemberg an Chiemsee gefahren. Das waren nicht viele Kilometer, das waren 300 Kilometer. Und darum geht es mir eigentlich auch gar nicht, aufzuzeigen, boah, cool, was ich alles geleistet habe und gemacht habe, sondern durch die Panikattacken und durch die Ängste, was ich hatte, ist es mir so ein Herzensanliegen gewesen, ja, anderen Menschen auch irgendwo Mut zu machen und aufzuzeigen, es ist möglich. Also in kleinen Schritten, fang an, ganz, ganz, ganz in Minischritten. Und ich weiß das. Ein kleiner Schritt kann für so einen Betroffenen einfach riesengroß sein. Ja, und das war es dann auch für mich, einfach die Tour alleine zu machen. Und das habe ich dann ja, am Chiemsee gemacht quasi, diese Tour. Habe da eine Spendenaktion mit verbunden, weil ich eine Kommilitonin hatte im Studium und sie hat eine Organisation gehabt oder hat sie immer noch. Und mein Wunsch war einfach, mit ihr oder über diese Organisation eine Schule zu bauen in Togo. Ja, und das habe ich dann tatsächlich durch diese Spendenaktion realisieren können. Habe da die erste Schule oder beziehungsweise es war keine Schule, es war ein Kindergarten, wo wir gebaut haben. Und habe dann gesagt, das hat mich so motiviert und jetzt möchte ich das Ganze nochmal machen. Einfach mit einem größeren Umfang vom Rahmen her. Und ja, dass es vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr zusammenkommt vom Finanziellen. Ja, und ich habe mir während der gesamten Tour ans Nordkap, es war das Anstrengendste, was ich wirklich bisher gemacht habe ich mir oft die Frage gestellt, warum mache ich das?
Und oft kam dann, ich habe keine Antwort gefunden und irgendwann habe ich mich dann erinnert, ja, ich mache das nicht nur für mich eigentlich alleine, sondern also ich kann hier was auswirken und woanders so viel bewirken und mit so einer Kleinigkeit eigentlich oder für uns auch wenig Geld. Ja, und das ist so der Hintergrund. Als nächstes möchte ich euch das Bett zeigen. Ich habe mir natürlich auch ein Bett eingebaut in die Alma und habe ein relativ großes Bett mir hier geschaffen mit 1,87 Meter und das möchte ich euch jetzt zeigen. Hier kann man das Ganze rausziehen und da habe ich ewig lang rumkonstruiert, wie ich das Ganze mache. Ja, so logisches Denken ist bei meiner Kreativität immer so eine Sache. Aber es hat funktioniert und ich habe es hinbekommen. Und das war einfach ein richtig gutes Erfolgserlebnis, weil ich wirklich ewig dran gesessen bin, wie ich das Ganze dann ja, konstruiere. Ja, hier kann ich mir die Kissen rausholen. So. Und kann die dann hier rein. Dazu muss ich immer ein bisschen das Ganze nach hinten schieben. Das kann ich dann komplett ausnutzen. Hier ein bisschen vor und habe dann hier die komplette Liegefläche. Ja, und dann geht es eigentlich auch schon rein für mich in die Schlafkoje. Hier krabbel ich dann rein und habe hier oben noch meinen Schlafsack. Da habe ich noch ein extra Fach gebaut und habe dann ja unter anderem auch während der Reise jetzt nicht nur den Schlafsack drin gehabt, sondern auch andere Dinge. Genau. Und ja, dann kann ich es mir hier gemütlich machen. Mir war es persönlich zu kalt. Also gerade im Norden, ja, wenn man ein Auto hat ohne Standheizung vielleicht, ohne fließend Wasser, wenn es regnet, vor allem im Norden. Es regnet sehr viel dort. Es ist oft sehr kalt und nebelig. Und dann möchte man sich einfach auch mal, also so ging es mir, ich wollte mich einfach mal zurückziehen. Und ja, das ist dann auf Dauer in einem kleinen Auto, geht es schon an die Grenzen. Es ist möglich, aber es geht an die Grenzen. Ja, und natürlich auch, also mit 69 PS, klar, das ist, finde ich schon viel, kann man auf jeden Fall ja, kann auf jeden Fall gut rumreißen. Aber so ein Auto ist natürlich, es ist kein Komfort. Also da hat es keinen Luxus. Die Sitze sind unbequem, das muss man einfach auch bedenken. Nach 200 Kilometer ist es, oh, ja, möchtest du am liebsten aussteigen? So ging es mir. Ja, was auch total lustig ist, ist bei dem Auto zum Beispiel die Federungen dann. Das ist halt sehr abrupt, dadurch, dass es keine wirkliche Schnauze hat. Dann ja, ist es natürlich sehr holprig. Vor allem die Straßen im Norden sind nicht immer gut ausgebaut. Also es gibt auch viel Schotterwege. Das habe ich nicht gewusst davor. Ich meine, ich habe mich ja nicht informiert, sondern ich bin halt los. Also im Großen und Ganzen kann man das schon machen. Aber ich glaube, ich würde einfach ja, den Impuls vielleicht mitgeben, sich dessen bewusst zu sein, wo man hinfährt. Vielleicht das ein bisschen besser zu durchdenken als ich. Und prinzipiell, ja, könnte ich mir das super gut also gerade die Alma im Süden vorstellen. Das ist ein komplettes Auto zum einfach wirklich draußen zu leben. Ja, warum ich mir den Bus so ausgebaut habe vom Optischen, das ist ja so, ich glaube, so ein bisschen Boho-Style. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ja, mir gefällt einfach dieses Warme und das war mir vor allem wichtig, dass ich eine gewisse Wärme hier reinbringe und ja, deswegen auch mit dem Holz und mit dem Weiß und aber auch mit diesem Rattan,
wo man hier einfach sieht. Genau, das macht es einfach für mich, für mein Auge nochmal gemütlicher. Was mir auch wichtig war beim Ausbau, das Ganze von den Materialien, das hatte ich ja schon gesagt, das natürlich zu machen. Und ich wollte eigentlich am Anfang Leinenvorhänge, weil ganz am Anfang habe ich ja erwähnt, dass ich in einem, oh, jetzt ist ein Grashüpfer da drin, dass ich in einem 300 Jahre alten Holzhaus gelebt habe und da waren Vorhänge dran. Die waren dann schon dort in der Wohnung mit drin oder in dem Haus und die waren komplett aus Leinen und so wollte ich das auch machen. Ja, und ich habe aber leider nicht so einen dicken Stoff gefunden und deswegen habe ich tatsächlich 2 Stoffe hier vernäht. Das heißt, ich habe hier diesen ersten Stoff und dann habe ich nochmal so einen Rückstoff, ja, dass es einfach blickdichter ist und dass es dunkler ist. Ja, während der Reise, dadurch, dass ich im Norden war und gefühlt seit Mai einfach keine Dunkelheit mehr hatte. Also ich hatte 2 Monate einfach, ja, es war immer hell und auch nachts. Und dann war das ein bisschen das Manko, wo ich mir überlegt hatte, das würde ich beim nächsten Mal tatsächlich anders machen. Ich würde mir dunklere Vorhänge hinmachen oder für die Scheiben, da gibt es nochmal spezielle Teile, wo man es komplett abdunkeln kann dann. Ja, und ansonsten zu der Einrichtung ist es mir einfach wichtig, Liebe da reinzubringen in das Ganze. Ich glaube, jeder hat irgendwie so eine Sehnsucht, wofür man losgehen möchte, aber man traut sich nicht. Ich habe andere Menschen quasi begleitet, um ihre Ziele und Träume zu verwirklichen, bin aber daheim gehockt und habe aber meine eigenen Dinge gar nicht verwirklicht. Und ja, weil ich mir so viele Gedanken oft mache. Und da rauszugehen aus diesem in die Zukunft projizieren oder aus der Vergangenheit, das Vergangene nochmal rezukonstruieren, sondern hier zu bleiben, jetzt und aus dem jetzigen Moment heraus zu handeln. Geh für dich los. Das ist so wichtig.